Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil mit Peter Hyballa. Hallo Peter. Hallo Stefan, du kannst gut reden, ne? Machst du auch so Übungen immer? Oh. Ich mache, keine Übung mehr. Tatsächlich alles mehr oder weniger autodidaktisch selbst beigebracht. Ich hatte am Anfang zu Beginn meiner Radiozeit, habe ich einmal ein Coaching gehabt für 45 Minuten und das war's. Ansonsten habe ich tatsächlich mir abgeschaut, wie spricht mein Chef, und mein damaliger Chef ist auch berühmt geworden als Fußballreporter, Oliver Forster. Und da Okay. wollten wir seine Mitarbeiter auch so kommentieren wie er. Und dann haben wir irgendwann alle so Spiele kommentiert wie er, damals beim Radio bei FFH. Schöne Grüße an die alten Kollegen. Olli Forster natürlich auch, herzliche Grüße. Immer noch Idol und bei Sport 1 Kommentator. Jede Woche auf YouTube auch zu hören und immer wieder schön seine alte Stimme zu hören. Also Gruß an Olli. Peter, es lief nicht immer so grandios bei dir, aber du hast gesagt, genau diese Trainer sind richtige Typen und die sollten die Vereine eigentlich einstellen. Du hast viele Vereine in vielen verschiedenen Ländern gehabt, spannende Projekte dabei gewesen, mal länger, mal kürzer. Was würdest du sagen, was ist der Grund, warum du jetzt nicht einen Durchschnitt von 2 bis 3 Jahren pro Verein hast, sondern eben eine geringere Zeit? Guck mal, ich bin ein Veränderer und versuche alles reinzuhauen für die Mannschaft. Aber klar ist auch, dass im Fußball wird natürlich viel fremdgesteuert. Das heißt, dass viele Sportdirektoren oder auch Investoren hier schon ein bisschen sagen, okay, wer soll spielen und wer ist die erste Elf, weil jeder hat ein anderes Belang in Fußball. Ist das ein richtiges Wort? Also jeder hat andere Belange. Das heißt, wenn ein Direktor oder ein Investor viele Spieler kauft, dann will er natürlich die auch spielen sehen. Du als Trainer willst ja eigentlich immer die beste Elf auf den Acker schicken. Und das hat sich dann oft manchmal gebissen, wo ich sagte, ja, ich bin hier nicht die Marionette. Also, dass man mit einem Direktor oder mit einem Investor zusammenarbeitet, ist klar. Und mir ist auch klar, wenn du einen 19-Jährigen holst für viele Millionen, den du nachher weiterverkaufen willst, für noch mehr Millionen, sollte der schon spielen. Nur dieser 19-Jährige muss auch Gas geben. Ne? Also muss ja auch besser sein als die anderen. Und da hatten wir halt viele Diskussionen. Und da habe ich manchmal auch nicht locker gelassen. Und dann war es natürlich, ja, ich finde ja so Konflikte oder mal ein bisschen Streit finde ich ja nicht so schlecht, weil du hast eine Diskussion, aber letztendlich entscheidet der das Geld gibt. So, und jede Station kannst du ja so ein bisschen anders sehen. Ne? In Dänemark, da bin ich ja selber gegangen und in Trenčín auch und in Südafrika auch. Also es waren auch Stationen bei, wo ich sage, nee, das ist hier nichts für mich. Ne? Ich war ja auch mal nur kurz beim DFB, da im Fußballlehrerchef, wo ich auch sagte, nee, das ist hier nichts für mich. Und das kannst du als Stärke und Schwäche jetzt aushandeln. Ne? Wenn einer 2, 3 Jahre irgendwo ist, aber nicht glücklich ist und eigentlich nur eine Marionette ist und nicht das transportieren kann, was er in seinem Gehirn so hat oder in seinem Talentkoffer. Und bei mir, ich habe manchmal zu schnell auf Sachen reagiert. So, und ja, und darum ist es halt eine sehr, sehr wilde Jahre geworden. Und ich habe natürlich auch meine Fehler gemacht. Also ist ja gar keine Frage. Also ich kann ja nicht nur mal der andere sein. Aber ich finde auch, ähm, der andere Part, also, ne, und da spreche ich halt viel von Direktoren, Investoren oder von den Mächtigen, die machen aber auch Fehler. Und ich finde auch, dass viele nicht wissen, wie sie mit dem Trainer umgehen. Also wenn ich als Trainer reinkomme, sage ich eigentlich immer, es ist ganz einfach, mit mir umzugehen, lass mir ein bisschen Freiheit. Dann funktioniere ich super. So, aber wenn ihr jeden Schritt mit mir immer besprechen wollt und genau und so und dies und das und jenes, und ich sag dir auch, Stefan, der hat auch kein Trainer Bock drauf. So, aber viele Trainer sagen das natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich auch, ich bin ja immer sehr, was heißt mutig. Ich sage halt meine Meinung, weil was soll ich jetzt immer noch groß verlieren? Und, und das ist, glaube ich, so die Antwort. Wenn du in Clubs warst in den letzten Jahren, wo du 1, 2 oder 4 Spiele hattest, muss ich aber ja eigentlich auch den Sportdirektor oder den Präsidenten oder wer auch immer dich geholt hat, den Investor hinterfragen. Und da würde mich ja interessieren, was sagen diese Entscheider dir,
warum sie dich jetzt geholt haben. Was ist der Grund? Warum holen sie dich? Was sagen die dir da in so einem Gespräch? Ich glaube erstmal, was ich hier, glaube ich, ganz am Anfang im ersten Teil gesagt habe, dass ich ja neben Norbert Elgert und vielleicht noch ein, zwei anderen einer der besten Talententwickler Europas bin. Also ich habe ja über 400 Millionen Kadioglu, Danjuma, Götze, Avoni, Van Hecke, Verbrüchen, Aslan, Antonio Rüdiger, bla bla bla. Also ich habe ja wirklich auch Leute rausgebracht und ich habe auch einige, die noch nicht bekannt waren, debütieren lassen. Ne, zum Beispiel Ferdi Kadioglu, der jetzt gerade die Premier League da aufmischt. Und da brauchst du auch Eier für. Also ich möchte nochmal ganz klar sagen, als Trainer, wenn du einen jüngeren Spieler bringst und dann nimmst einen älteren auf der Bank, ist immer Theater. So, und viele Trainer haben ja Angst. Also Angst ist ja bei Trainern, also Angst auch, um ein Spiel zu gewinnen, sie wollen nicht verlieren. Und wenn du die Kabine gegen dich hast, und das sind ganz oft die älteren Spieler, die ja die Häuptlinge sind, die Anführer sind. Das habe ich ja in Dänemark ganz klar erlebt, weil da wird ein Riesentheater darüber, 21 Spieler hätten einen Brief geschrieben. Das war anders. Da waren 3, 4 Leute und die haben andere aufgehetzt. Aber ich habe natürlich verändert. Also, und ich glaube, deshalb werde ich oft geholt, weil ich kann junge Spieler wirklich besser machen. Mental, aber auch spielerisch, weil ich ein super Feldtrainer bin. Ich sage das jetzt auch mal brutal arrogant und selbstbewusst, weil ich finde, weil es wird immer so getan, ja, Mario Götze, der ist vom Himmel geflogen und wir haben alle nicht gestört als Trainer. Nee, das stimmt nicht. Wir als Trainer haben auch ganz viel in diese Götzes, Aslans, Rüdigers, Kadioglus, von Heckes reingehauen. Und da war ich natürlich auch daran beteiligt. Ich glaube, das ist dann natürlich dieses unfassbare Gegenpressing. Also mein Spitzname ist ja auch Mr. Gegenpressing im Ausland. Also unfassbar dieses Umschalten und echt nach vorne. Es gab in Dunaskas Trainer mal eine Statistik, da war ich, glaube ich, unter den besten 15 mit Torabschlüssen. Ich glaube, Ajax war auf 1 und Barcelona auf 2 und so. Wir waren unter den ersten 15. Und heute ist ja immer Daten und Statistiken und so. Und bei mir ist echt spektakulärer Fußball. Also bei mir stehen die Zuschauer wirklich auch auf der Tribüne. Und ich glaube auch, dass ich geholt werde, dass ich halt diese Veränderung einleite. Weil es gibt halt Clubs, die sagen, wir wollen mehr jüngere Spieler, aber wer nimmt jetzt die älteren Spieler raus? Oder wir wollen einen neue Co-Trainer. Oder, also ich bin auch ganz oft geholt worden, okay, dem ist es egal, der, bam, und dann entscheidet der. Was mir persönlich dann aber auch öfter zum Verhängnis geworden ist, weil am Ende des Tages hält die Kultur dann zusammen und du bist der Passant als Trainer und musst dann wieder gehen. Und dann sind Absprachen auch nicht eingehalten worden. So, klar, noch einmal, also wenn du über Fehler sprichst, vielleicht ist mein Coaching manchmal auch ein bisschen hart oder nicht immer so, ja, wie nennt man das heute, woke. Ja? Aber ich glaube halt, und das ist halt meine Philosophie, Spieler müssen über Hürden gehen. Die müssen an eine Intensität gebracht werden. Und das ist ja genauso, wenn du im Gym bist, hast einen Personal Trainer, oder ich mache auch gerade Boxen mit einem Personal Trainer. Ich sage, die Stunde, wo wir trainieren, da haust du alles rein, was geht. Da kannst du auch mal unfreundlich zu mir sein. Ich verstehe das, aber ich will besser werden. Und ja, und das war, in die letzten Jahre ist das so passiert, aber ich glaube, ja, was puncto Feldtrainer und Philosophie und kreative Training und angeht, ja, da bin ich echt ganz oben dabei. Und das sagt auch jeder Spieler. Also jeder Spieler, der mich auch hasst oder nicht mag, da gibt es ja auch einige, die werden aber nie sagen, das Training war schlecht. Nie. So, vielleicht mal ein bisschen hart oder so, aber und ich glaube, das ist ein, wie nennt man das, USP von mir. Dein Unique Selling Point. Ja, ja, absolut. Ja, also was ich ja gesagt habe, ne, also ich meine, der ein oder andere Spruch, der ist mir ja um die Ohren gehauen worden von den Medien, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde das total lächerlich. Also ich persönlich. Also Speckis, was wahrscheinlich jeder Trainer schon mal irgendwie gesagt hat, oder? Ja, ist ja gut, dass ich jetzt deine Plattform habe und ich werde jetzt mal die Speckis-Geschichte. Ich war bei NAC Breda. Bei NAC Breda war ich echt über Kult. Also, und man muss ja auch mal jetzt mal sportlich sehen. Das meine ich ja immer. Ich werde ja immer so auf meine Persönlichkeit und was ich für ein Typ bin und was ich alles so Schlimmes gemacht habe.
Erstmal habe ich die hochgezogen von Platz 12 bis in den Halbfinale Playoffs. Dann spielen wir das Derby gegen Willem II, also der Konkurrent, der auch Meister geworden ist, und hauen die 4-1 mit 2 Fingern in der Nase, hauen wir die weg. Wir haben ein Trainingslager gemacht und in dem Trainingslager mache ich immer so einen bunten Abend. Da ist ja Teambuilding. Und da musste eine Gruppe ein Lied singen, eine Gruppe ein Rap machen, eine Gruppe ein Gedicht vortragen, keine Ahnung. Ne? Da machst du ja mit neuen Spielern auch und so. Und da war eine Gruppe dabei, die wollte ich natürlich auch ein bisschen provozieren. Die war nicht so, ich habe gedacht, die können auch ein bisschen fitter werden. Und der ein oder andere Spieler, ja, das will ich ja auch mal ganz klar sagen, weil jeder tut immer so Profifußballer, das sind so Top-Athleten. Nee, einige kommen aus dem Urlaub wieder, wo du denkst, es kann doch nicht wahr sein. Und bei Peter Hyballa machst du eine Sache nicht, du musst topfit sein bei mir. Ende. Der ist auch echt null Diskussion bei mir. Also wenn du als Leistungssportler dein Geld verdienst und frag mal so einen Schwimmer, der 500 € verdient, aber 5 Uhr morgens die ganzen Badekacheln da abschwimmt, jeden Tag und dann noch Medizin studiert daneben mal, dann erwarte ich von Fußballern, die all viel Geld verdienen, dass sie topfit sind. Und die waren nicht so topfit, aus meiner Sicht. Und dann habe ich gesagt, ihr seid die Speckis, die einen waren die Gangster, die so ein bisschen die roughen Typen, die anderen waren die Schwiegersöhne, weißt du, die neuen Laptop-Trainer, die dann alles wissen. Und das war's. Und alle am Lachen und so. Dann werde ich entlassen. Und es ist ja total interessant. Und das gebe ich auch mal jedem Trainer mit. Die lokalen Medien, die machen ja so ein bisschen die Drecksarbeit. Also das heißt, lokale Journalisten, wenn ein Trainer geht, warum sollen die für mich sein? Weil ich gehe ja. So. Aber die lokalen Medien, die vor Ort sind, müssen ja mit dem Club weiterarbeiten. Und dann kam auf einmal eine Geschichte, Speckis Body-Shaming. Das war einmal ein Gag beim bunten Abend. So, das war auch 2 Monate vorher. Also hat auch keinen interessiert. Und dann wird da ein Riesentheater. Und dann ist ja interessant, Stefan, ich meine, du bist Journalist, wie das denn so weitergeht. Dann habe ich auf einmal Trainingsgruppen, Speckis gegen Gangster spielen lassen. Ja. Dann habe ich Tische eingeteilt beim Mittagessen. Das stimmt. Nee. Der Hanebüchen. Ja, nein, aber ich würde es ja auch erzählen, das stimmt. Und das stimmt nicht. Es war ein Gag und natürlich kannst du 2024 darüber diskutieren. Ist das witzig? Ist das an der Grenze? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, und vielleicht ist das nicht Speckis, sondern die nicht fitten oder die unfitten, was weiß ich. Aber ich finde das, und man muss natürlich das Letzte natürlich sagen, egal was ich mache, ne, ich bin jetzt in der Schublade drin, wenn ich jetzt irgendeinen Gag zu dir mache, ne, Stefan, deine Haare heute, das ist ja eine Katastrophe, ja, dann Peter Hyballa greift Journalist an. So. Und darum habe ich ja auch, zum Beispiel auch mit Südafrika, letzte Story, auch, weil es ist kein Skandal. Und ich habe da nichts mehr zu gesagt, weil ich habe dann auch gemerkt, ich habe ja auch mit Journalisten dann geredet. So. Und die sind aber nicht auf meiner Seite. Weißt du? Also die sind, die sagen, okay, am Ende des Tages brauchst du Klicks oder Quote oder so. Und ich bin jetzt der Bad Guy und keiner redet darüber, wie viele Talente ich groß gemacht habe. Keiner redet darüber, dass ich Dunas Gastreda, Vizemeister in einer 120-jährigen Geschichte, Nack Breda hochgeholt habe, Wisla Krakau vom Abstieg gerettet. Da redet keiner. Dann kommt dann Speckis oder diese Geschichte da, diese Tittengeschichte aus Dänemark, wo ich auf dem Platz stand und zu einem sagt, ey, du hast ja größere Brüste so als meine Freundin, so, der war auch nicht so fit. Und wir lachen einfach. Und klar kannst du sagen, hey, das ist vielleicht so ein bisschen an der Grenze, weil würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so machen, aber in dem Moment war das kein Problem. So, dann rennen aber 3, 4 Spieler zu einer dänischen Gewerkschaft und die machen einen Fass auf. Wo ich denke, ey, geht's hier noch? Und dann muss ich auch sagen, dann haben auch deutsche Journalisten mich filetiert. Also du kriegst ja aus deinem eigenen Land gar keine Unterstützung. Ja, und dann habe ich jetzt dann, ja, und ich habe es da, ich will jetzt gar nicht so die große Opferrolle machen, weil vielleicht hätte ich das auch nicht sagen sollen. Okay, aber das ist halt, man muss auch, ich komme natürlich so als Trainer so aus den 90er Jahren und da war das ja okay, aber es ist natürlich auch ein bisschen Beziehung zu einem Spieler.
Weil ich auch umdrehen, lass uns mal ehrlich sein, wäre ich jetzt mit NAC Breda aufgestiegen, weil die sind ja nachher noch aufgestiegen, aber wenn ich jetzt aufgestiegen wäre mit denen, dann wäre in der Dokumentation, es wird ja jetzt jede Besprechung, was ich auch total lächerlich finde, muss ich sagen, jede Besprechung wird jetzt gefilmt und alles. Und der intimste Moment von Trainer, das habe ich in Esbjerg zum Beispiel auch nicht, habe ich auch falsch gemacht. Der intimste Moment eines Trainers mit der Mannschaft ist das erste Treffen. Das ist ja wie in einer Liebesbeziehung. Und da hat keine Kamera was zu suchen. Auch wenn das für Instagram wichtig ist und für den sozialen Medienauftritt und für die, das musst du als Trainer sagen, möchte ich nicht. So. Ja gut, vielleicht beim nächsten Club muss ich mal sehen, ob ich das dann hinkriege, aber das eine oder andere hätte ich mir vielleicht ersparen können, nur ja, also wenn das alles ein Skandal war, ja, dann heiße ich Benjamin Blümchen. Also das und daraus, Stefan, und das sage ich auch ganz vielen anderen drin, daraus kamen ja echt 200 Morddrohungen. Also was bei mir los war dann irgendwie, ja sicher, das ist ja irgendwann noch kein Spaß mehr. Und weil dann wirst du ja also als Monster abgestempelt und gerade diese Dänemark-Geschichte, die war ja brutal. Also das war ja Wahnsinn. Wo ich ja irgendwann dachte, ich habe ja immer, man muss sich ja mal vorstellen, die Spieler gehen zu einer Gewerkschaft, also diese 3, 4 Anführer, so lassen dann so einen Brief unterschreiben, okay. Und die Gewerkschaft kommt dann zu mir. Ja, und ich sage, hey Jungs, und dann war wirklich so Themen dabei, ja, du hörst nicht auf den Physiotherapeuten. Ich sage, wie, ich höre nicht auf den Physiotherapeuten? Ja, mit Periodisierung. Doch, ich höre wohl auf den Physiotherapeuten. Also wenn ein Physiotherapeut zu mir sagt, dieser Spieler kann nicht trainieren, hat er auch nie trainiert. Nur, ich habe natürlich auch mal 2-mal am Tag trainiert. So. Und es gibt ja Kulturen, die kennen das nicht. Und ja, dann sage ich auch mal zum Physiotherapeuten, nee, wir machen meine Periodisierung. Weil dieses Gegenpressing und dieses spektakuläre Fußball hat eine andere Intensität natürlich auch zufolge. Und das wurde dann alles zum Vorwurf. Und ich habe mich dann gewehrt. Ich habe mich dann verteidigt. Und ich habe eigentlich klein beigegeben. Und, ja, und dann, weißt du selber als Journalist, ihr habt einfach die Macht mit, ja, früher hast du ja den Füllfederhalter gehabt, heute hast du halt die Macht zu schreiben. Und nicht, dass ich keinen Fehler gemacht habe, aber wie ich dargestellt wurde, das fand ich eine bodenlose Frechheit. Und wie gesagt, es geht dann halt voll in dein Privatleben rein. Also wenn dann, wenn meine Mutter dann Drohungen kriegt, die da überhaupt nichts mit zu tun hat, und das ist dann auch kein Spaß mehr. Und da sage ich auch vielen Journalisten, ne, das schon. Und darauf auch junge Trainer vorzubereiten, finde ich halt auch spannend. Und das waren halt so die Geschichten, die passiert sind. Ja, und du sagst sowas ja nicht einem Spieler, der komplett introvertiert ist, bei dem du weißt, der darf nie von einer Gruppe kritisiert werden, auch für einen Fehlpass nicht oder so. Also würde ich mal zu 100% sagen, dass du da als erfahrener Trainer, das wie jeder Amateurtrainer auch schon macht, der weiß genau, okay, den Spieler kann ich vor der ganzen Mannschaft rund machen und runter machen. Die brauchen das, um danach besser zu sein. Und bei den 3, 4 Spielern geht nur Einzelgespräch und mit Samthandschuhen anfassen. Und ja, eventuell war das jetzt nicht so gut, dein letztes Spiel. Aber Stefan, sorry, das sehe ich auch nicht so. Also ich finde auch, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, guck mal, du bist Vater und es gibt ja viele Trainer, die sind ja auch, ihr könnt mir doch nicht alle erzählen, dass ihr sensiblen Spieler nie anpackt. Oder auch mal klar eine Meinung sagt. Oder auch mal klar, weil das ist ja aus der Komfortzone auch mal rausholen. Also, wenn ich mit Mario Götze oder Tolga Aslan damals in Dortmund Jugend gesprochen habe, und die sind unterschiedlich, aber die hatten beide nicht Bock auf Defensive. Muss man so nett mal, ne? Die hatten halt keinen Bock. So, und dann kannst du dann natürlich mit denen ganz deutlich reden. Und heute kannst du auch Videobilder und so und so und so. Heute ist ja mehr so eine Fragestellung, was hältst du davon und so. Aber irgendwann müssen die das auch machen. Und dann kannst du natürlich auch provozieren, auf die Bank setzen. Aber auch mit einem sensiblen Spieler kannst du hart reden. Also ich finde das so, und auch mit einem, weil erstmal ganz wichtig ist auch, ich kann auch keinen immer in den Kopf schauen. Ich kann nur seine Außenfolie kann ich betrachten. Und dann ist ja, was wir Trainer oder was wir dann auch falsch machen, aber auch viele Coaches, viele Psychologen. Ja, Stefan ist jetzt ein bisschen konservativ und seriös und was weiß ich. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht gehen bei dir ganz andere Gedanken hin. Bei mir ist jetzt,
der ist wild und der hat das gemacht und der ist ein Lautsprecher. Genau, darum bin ich auch vor 2 Jahren in Depressionen reingegangen, weil ich ja nur sensibel bin. Ich bin super sensibel. Super sensibel. Ich mache mir über alles Gedanken. Ich bin so ein Vieldenker, so ein Overthinker. Und ich konnte mit den intellektuellen Spielern überragend gut umgehen. Aber die haben auch richtig mal eine Breitseite gekriegt. Weil ich das nicht finde, dass man immer sagt, ja, der ist so und den musst du dann so anpacken. Nee, du musst auch mal ganz anders es machen und gucken, wie er dann reagiert. Weil wir können ja nicht immer erzählen, aus der Komfortzone raus, ne, in jedem, noch einmal Instagram-Motivationsvideo, you must get out from the comfort zone. Und guck mal, wir feiern Phil Jackson in dem Last Dance-Doku, dass er Dennis Rodman nach Las Vegas geschickt hat, 4 Tage, und wir fanden das alle super. Ja, und ich darf dann nur hier irgendwelche Fragen stellen oder und darf dann nicht wild irgendwie auch mal was entscheiden. Ja, das ist so ein Geheuchel und das geht mir tierisch auf die Nerven. Und du siehst ja jetzt, wie emotional ich werde, weil ich sehe das anders. Nur jeder Trainer geht einfach immer mit, weil die Vereine wollen natürlich bestimmte Sachen immer hören. Und ich sage dann, nee, ich habe das aber anders gemacht. Und ich habe es ja bewiesen, dass ich es gut kann. Ich habe natürlich auch schlechte Stationen gehabt. So, das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe halt viel ausprobiert natürlich. Und und diese klassischen Sätze, die wir immer sagen als Trainer, die overthink ich wieder und denke, nee, ich habe die Sensiblen auch hart angepackt. Manchmal. Also sage ich ja ganz ehrlich. Also die habe ich nicht mehr sensibel und einen Intellektuellen, da habe ich nicht über Goethes Faust immer geredet sondern und mit dem sogenannten Gangsterspieler, die Andersdenkenden, wo du denkst, die kommen von der Straße und so, die haben ganz hoch einen viel, viel höheren emotionalen Intelligenzquotienten als diese Jungs aus gutem Haus, ne, die vielleicht von Europa alle Hauptstädte wissen, aber diesen EQ haben auch, als ich in der Krise war, glaub mal nicht, dass die Schwiegersöhne mich angerufen haben. Nee, da haben mich die Leute angerufen, die auch in der Krise waren, die auch einen hohen emotionalen Quotienten, Intelligenzquotienten haben. Und das ist total wichtig. Und das ist Empathie. Aber Empathie ist auch, mal zu sagen, stopp jetzt, Stefan. Du machst nicht, was ich will, Bank. Geh mir nicht auf den Nerven jetzt, seh zu. Und noch einmal, ob dann der Tittenspruch oder Speckis 2024, da sage ich, Hübala, dieses Vokabular muss dann komplett raus. Das ist dann mein Learning. Aber seid mal alle nicht so soft. Das ist ein knallharter Beruf, den wir da ausüben. Absolut. Und so hart, dass These, der Workaholic Peter Hüballa dich in die Depression dann geführt hat? Ja, das war so ein schleichender Prozess. Ich habe das, guck mal, Männer Mitte 40. Bist du schon Mitte 40? Ja, ich bin ein Jahr jünger als du, ja. Okay. Mitte 40, das ist ja, man redet ja mal von Midlife Crisis. Ich weiß nicht, ob du eine Midlife Crisis hattest. Gott sei Dank noch nicht, ne? Okay, aber dann kommt die noch. Also Midlife Crisis oder Depression oder Burnout. Ich kam da halt rein, aber es war so ein schleichender Prozess. Aber ich habe natürlich auch mich immer gegen viele Sachen gewehrt und ich habe viel zu viele Sachen gemacht. Aber das ist mein Gehirn. Also darum kann ich spektakulären Fußball spielen lassen. Darum kann ich Spieler bis zur Höchstleistung trimmen. Mein Gehirn, das arbeitet halt immer. Und ich habe ja Trainer gemacht, Bücher geschrieben, TV-Kommentator gemacht, TV-Experte gemacht. Was wir ja gerade gesagt haben, Speaker, bisschen Model, ein bisschen Podcast. Habe mich für andere Sachen noch interessiert. Habe Workshops gemacht, DVDs produziert. Mal eben kurz nach Island geflogen für einen Trainerworkshop, nach Honduras geflogen für einen Trainerworkshop. Also ich glaube, ich bin ja der Trainer-Workshopper außerhalb von Verbänden, der mit am meisten Seminare gemacht hat und. Und irgendwann, aber für mich hat das immer so einen Groove gehabt, so einen Power gehabt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das merkte ich irgendwann mal auf dem Platz. Ich weiß auch gar nicht genau mehr wo. Ich glaube in Krakau oder so. Da habe ich so die Hütchen hingelegt und habe gedacht, ey,
irgendwas stimmt mit dir nicht. Also irgendwie hatte ich den Flow nicht mehr. Da habe ich gedacht, boah, die 83.000. Passübung. Ich kann es nicht mehr sehen. So, weißt du? Und ich glaube, da, auch in Esbjerg, ich muss ja auch sagen, diese Besprechung kannst du ja sehen. Und diese Besprechung, die war auch nicht gut von mir, aber die Idee von mir war, dass ich ein bisschen hart und tough halt reingehe und dann locker werde. Viele Trainer gehen locker ins erste Gespräch mit Spielern und ich wollte erstmal Abstand, hier ist Disziplin gefragt und dann locker werden. Okay, ging nach hinten los, aber das ist ja, wie gesagt, so eine Experience, also eine Erfahrung. Und ich merkte dann halt irgendwann in Trenchin, wo du wieder alleine im Hotelzimmer saßt. Das sieht nämlich nie einer. Alle sagen, oh, Fußballtrainer, wie geil das ist und verdienst so viel Geld und Weil Fußball nimmst du halt unterm Kopfkissen. Es ist 24/7. Du bist halt immer nur an. Und in Trenchin habe ich irgendwann gemerkt, ey, ich war dann laufen 600 Meter und habe am Baum geheult. Und ich wusste nicht warum. Ich war in der Dusche und ich kam mit der Mannschaft super aus. Ne? In Slowakei hatte ich auch riesen Erfolg und heulte auf einmal. Und ich denke, ey, was passiert jetzt hier gerade mit dir? Und ich war einfach, ja, ausgebrannt. Weil das haben wahrscheinlich viele auch in ihrem Beruf, die das jahrelang machen. Und wie gesagt, es wird immer so getan, Trainer ist ja so geil und so cool. Aber die ganzen Schläge, die ich auch bekommen habe, und auch natürlich auch die Liebe, die ich bekommen habe, irgendwas hat das Spuren hinterlassen. Und ich hatte einfach, in der Phase hatte ich satt, Trainer zu sein. Satt. Und dann habe ich mit Coaches mich getroffen, über mich selbst nachgedacht, Coaching-Ausbildung gemacht, habe gedacht, okay, was gibt's noch im Leben? Hatte eine eigene Fernsehsendung bei der WM, Hyballa Balla Show auf Sport Digital. Und dann habe ich nach ein paar Monaten wieder gemerkt, nee, du bist Trainer. Und dann kam halt wieder das Angebot aus Breda. Ja, so war das. Und dazu habe ich jetzt auf jeden Fall aber auch noch ein, zwei Fragen zu deinen Depressionen, wie du damit umgegangen bist, aber auch wer dir Halt gegeben hat in dieser Phase. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal. Erstmal danke, lieber Peter, dass wir hier bis hierhin dir in den Kopf des Trainers schauen durften. Freue mich sehr auf Teil 3 mit dir. Danke. Danke dir, Stefan. Ciao. Ciao.